Servus zusammen. Heute möchte ich mal auf ein paar Grundlagen von Freebooters Fate eingehen. Wie auch bereits bei den Videos der letzten beiden Wochen gilt, ich möchte hier jetzt anfangen, regelmäßiger Content für Freebooters Fate produzieren. Also werdet ihr auch hier ab sofort etwas häufiger Content auf dem Kanal finden können in Zukunft. Wenn euch das Thema also interessiert, überlegt euch, den Kanal zu abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt, um nichts zu verpassen. Und vor allem, was für mich wichtig wäre, unter dem Video hier kommentieren, um die Reichweite auch ein bisschen zu erhöhen, aber vor allem auch, was euch möglicherweise interessiert, in Bezug dann auf spätere weiterführende Videos. Das können Regelfragen sein, aber auch andere Dinge. Und wenn sich das Ganze nicht in einer Antwort beantworten lässt, ist das ein ganz guter Punkt, dass dann hierzu irgendwann mal ein Video kommen könnte. Wie man hier schon sehen kann, Freebooters Fate ist ein Fantasy Tabletop, geht hier auch ein bisschen mehr in Richtung des Piratenthemas. Ich glaube, das kann man schon ganz gut hier an den ersten Figuren, die ihr hier seht, ein bisschen erahnen. Klarerweise, wie für ein Tabletop üblich, braucht ihr natürlich auch Figuren, die wir hier ja auch sehen. Freebooters Fate als Skirmish Tabletop kommt hier mit einer sehr kleinen Anzahl von Figuren aus. So in der Regel könnt ihr damit rechnen, 7 bis 8 Figuren zu haben, vielleicht auch mal 9 bis 10, je nachdem wie ihr eure Mannschaft zusammenstellt. Und ein paar Mannschaften können dann durchaus mit einer etwas größeren Figurenanzahl gespielt werden und kommen so auf teilweise auch auf 12 plus Figuren für ihre Mannschaft bei einer Standardspielgröße. Das Spiel geht generell über 8 Runden und in diesen 8 Runden werden von beiden Seiten abwechselnd jeweils ein Modell aktiviert und so geht das dann immer hin und her, bis schließlich beide Seiten ihre Einheiten, ihre einzelnen Modelle aktiviert haben und dann kann die neue Runde beginnen. Bevor wir hier jetzt weitermachen, noch ein bisschen was zum Spielmaterial. Grundsätzlich, was ihr bei Freebooters Fate im Gegensatz zu sehr vielen anderen Tabletop-Spielsystemen nicht benötigt, sind Würfel. Weder 6-seitige Würfel wie hier, noch 20-seitige, noch sonst irgendetwas. Maximal, vielleicht wenn ihr was anzeigen wollt, könnt ihr das machen. Ansonsten benötigt ihr aber keine Würfel für das Spielsystem. Stattdessen ist Freebooters Fate ganz um Kartenmechaniken herum aufgebaut, wie man es von anderen Spielsystemen auch kennt, hat man auch bei Freebooters Fate Charakterkarten für die einzelnen Einheiten, Figuren, die man spielt. Die sind natürlich auch essentiell im Spiel und werden bei den Figuren mitgeliefert, wenn ihr diese kauft. Aber es ist auch möglich, diese Kartensets der einzelnen Mannschaften einzeln zu erwerben, sollte man von früher zum Beispiel noch Figuren besitzen. Lasst uns mal einen Blick auf so eine Charakterkarte werfen. Ihr habt hier auf der linken Seite die Profilwerte der Figur mit eben Bewegung, Attacken, Verteidigung, Stärke für linken und rechten Arm und den Widerstand. Es ist ziemlich selbsterklärend, für was welcher Wert verwendet wird eigentlich. Hier sieht man zum Beispiel schon, man hat für die beiden Arme einzelne Einträge, weil es hier sehr wichtig ist, wo man einzelne Waffen eben führt. Das hat alles Auswirkungen im Spiel. Und was hier auch noch sehr schön zu sehen ist euch sicher schon aufgefallen,
ihr habt hier überall 2 Einträge beim Profil. Das geht dann Hand in Hand mit kritischen Treffern. Also sollte ein Modell einen kritischen Treffer erleiden, dann wird der jeweils rechte Wert weggestrichen. Bedeutet zum Beispiel hier in unserem Beispiel, sollte Tladoli in den Beinen einen kritischen Treffer während des Spiels erleiden, wird die 10 weggestrichen und ab diesem Zeitpunkt hat sie dann nur mehr eine Bewegung von 5, ist also in ihrer Beweglichkeit dementsprechend eingeschränkt. Und das hat natürlich auch dann noch diverse Auswirkungen in andere Richtungen, zum Beispiel hier der Arm rechts hat Stärke 6 normalerweise, sollte sie hier, wo sie eben ihr Messer führt, einen kritischen Treffer erleiden, dann hat sie nur mehr eine Stärke von 3 mit diesem Arm. Dann hier auf der unteren Seite sind die Sonderregeln der Figur angegeben plus Ausrüstung, die sie trägt, und auf der rechten Seite die Gesamtlebenspunkte, die abgestrichen werden bei Schaden, und die Zahlen, die hier stehen, ist der Moralwert eben wichtig, wenn man dann einen Moraltest machen muss. Und jede Figur hat dann noch auf der Rückseite die Angabe, wie viele Dublonen, also Punkte sie im Spiel kostet, und die ein oder andere Sonderregel der Figur ist hier auch mit abgedruckt, sofern Platz dafür ist. Neben diesen Charakterkarten, die man ja bei sehr vielen Tabletop-Systemen sieht, verwendet Freebooters Fate, wie gesagt, keine Würfel für irgendwelche Aktionen, zum Beispiel für Attacken, egal ob Fern- oder Nahkampf, sondern dafür gibt es ebenfalls eine Kartenmechanik mit diesen Trefferzonenkarten hier. Davon hat jeder Spieler 6 Stück. Und zwar, wir haben hier dann den linken Arm, den Unterleib, Kopf, rechten Arm, Torso und die Beine. Und wenn jetzt da ein Modell eine Attacke durchführt, dann verwendet man dafür eben diese Trefferzonenkarten. Lasst uns gleich mal ansehen, wie das Ganze funktioniert mit so einem Treffer bzw. so einem Angriff. Dazu haben wir hier 2 Figuren bei den Piraten auf der linken Seite. Die Lady, die hat hier eine Axt, die aber eine eingebaute Waffe, Fernkampfwaffe mit dabei hat. Mit der kann sie auf 30 cm schießen maximal, und diese Waffe hat hier einen bzw. 2 Stärkewertangaben. Und sie möchte eben hier auf die Amazone schießen, die wir gerade gesehen haben. Diese steht hier auf der rechten Seite. Und um so eine Attacke jetzt durchzuführen und das gegnerische Modell zu treffen, ist es jetzt notwendig, eine Trefferzonenermittlung zu machen. Im Fall der Lady, die steht hier, wie gesagt, links hinter den Kisten, kann hier zwischen den Kisten und dem Gedöns hier vorbeischauen und sieht eben die Amazonenfigur, hat sie also im Blick, kann daher auf sie feuern mit ihrer Fernkampfwaffe. Hier sind wir bei ungefähr 21 cm, also in Reichweite unserer Waffe. Haben wir geschaut, hier Maximalreichweite 30 cm, wir sind auf 21, würden also mit dem niedrigeren Stärkewert von 5 hier jetzt schießen. Was jetzt passiert, ist eben die Trefferzonenermittlung. Hierfür nimmt die schießende Figur ihren Attackenwert, der ist in diesem Fall 2. Und man nimmt von der Figur, die beschossen wird, den Verteidigungswert hier 3, also immer den rechten Wert haben wir gesagt vorhin. Und dieser Zahlenwert gibt uns jetzt vor, wie viele von diesen Trefferzonenkarten wir ziehen dürfen. Da gibt es jetzt natürlich noch Modifikatoren, die man verwenden kann, die lassen wir hier jetzt mal weg, sondern wir machen das einfach mit den Standardprofilwerten. Wir haben gesehen, die Lady hat 2 von diesen 2
hat einen Wert von 2 in den Attacken, kann also 2 von diesen Karten hier ziehen. Ich mache das jetzt mal zufällig, um das Ganze hier zu zeigen. Und unsere Amazone hat eine Verteidigung von 3. Auch hier ziehen wir 3 Karten. Und jetzt werden diese Karten verglichen. In diesem Fall, beide haben den linken Arm gezogen. Hier. Damit würde dieser geblockt worden sein. Und dann hat die Piratin noch den Kopf anvisiert, der hier nicht verteidigt wurde. Also dieser Treffer geht durch. Diese Karte, sobald eine Karte mindestens durchgegangen ist, gilt das Ganze als Treffer. In dem Fall in den Kopf. Und so wird eben für sämtliche Attacken ermittelt, auch für zum Beispiel Anrufungen, die auch so etwas Ähnliches wie Magie sind, funktioniert das genau auf die gleiche Art und Weise mit diesen Trefferzonenkarten, um zu ermitteln, ob man mit seiner Attacke trifft oder eben nicht. In unserem Beispiel hier haben wir also erfolgreich den Kopf getroffen. Jetzt geht es natürlich weiter und es stellt sich die Frage, wie machen wir jetzt Schaden im Spiel? Auch das wird wieder mit einer Kartenmechanik gelöst. In diesem Fall gibt es hier die sogenannten Schicksalskarten. Die haben Zahlenwerte von 2 bis 10. Drauf gibt es in unterschiedlichen Häufigkeiten. Und auch natürlich noch verschiedene Symbole sind hier drauf, wie Muskete. Die können dann noch Auswirkungen im Spiel haben. Lassen wir aber jetzt auch erstmal weg. Und dieses Kartendeck wird gemischt neben das Spielfeld gelegt und wird von beiden Spielern zusammen benutzt. Was nun passiert ist, nachdem wir getroffen haben, wir wissen eben, wir schießen hier auf 21 cm, also mehr als halbe Reichweite, nehmen daher den niedrigeren Stärkewert hier von 5 mit der Waffe, mit der wir geschossen haben. Und jetzt wird ganz einfach eine Schicksalskarte gezogen, von diesem Stapel in dem Fall eine 8. Die 5 hinzuaddiert ist 13. Das ist das Ergebnis, welches die Lady jetzt erzielt hat mit ihrer Attacke, um Schaden zu verursachen. Jetzt hat natürlich die Platoli noch die Möglichkeit, den Schaden auch abzuwenden ein wenig, vielleicht auch ganz, je nachdem, was gezogen wurde, und nimmt dafür hier ihren Widerstandswert her. Auch das wieder als erstes, solange kein kritischer Treffer im Torso, wird der rechte Wert verwendet, also 2. Auch hier wird wieder eine Schicksalskarte gezogen, in dem Fall eine 4. Die 2 hinzuaddiert ist insgesamt eine 6. Und jetzt wird eben das Ergebnis verglichen. Sollte das Ergebnis unserer verteidigenden Figur höher gewesen sein, wäre der Schaden komplett abgewehrt worden. In diesem Fall hat die Amazone insgesamt mit hier der gezogenen 4 und dem Widerstand von 2 eine 6 und unsere Piratin mit der gezogenen 8 und der Stärke von 5 auf lange Reichweite mit der Waffe eine 13, also ein Unterschied von 7 Punkten. Und diese 7 Punkte werden hier jetzt in weiterer Folge als Lebenspunktverluste abgestrichen von der Lebenspunkteleiste. Wie wir hier schon sehen, hier unten stehen die Gesamtlebenspunkte von 10. Also ist mit einem einzigen Schuss die Amazone schon ziemlich jetzt angeschlagen worden und müsste jetzt auf diesen Wert hier von 5 einen Moralwerttest ablegen, der ist sofort nach Beendigung der Attacke durchzuführen. Und sollte sie diesen Wert eben höher ziehen bei ihren Karten, bei diesem Moralwert, aber das schauen wir uns dann später mal an, dann würde sie hier fliehen. Würden wir die gezogenen Kartenergebnisse jetzt zum Beispiel aber umdrehen, dann hätten wir eine Stärke von 5 der Waffe plus 4 wäre eine 9 für unseren Schaden und die Amazone hätte eine 8 gezogen plus die 2 Widerstand wäre eine 10, also höher als der verursachte Schaden. Damit wäre der Schaden in diesem Fall komplett
negiert worden und die Amazone hätte noch alle Lebenspunkte. Auf diese Art und Weise werden also sämtliche Attacken im Spiel abgewickelt. Das kann wie in diesem Beispiel eine Fernkampfattacke sein. Das könnte jetzt aber zum Beispiel auch sein in einem späteren Verlauf des Spiels, wenn die beiden Figuren hier im Base-to-Base-Kontakt stehen und eine Nahkampfattacke durchgeführt werden würde, würde das Ganze genau auf die gleiche Art und Weise funktionieren, durch das Ziehen der Trefferzonenkarten und bei erfolgreichem Treffer dann eben das Ziehen der Schicksalskarten und der darauf gezogenen Zahlen plus dem jeweiligen Wert an Stärke der Waffe oder eben des Arms des Charakters wird dann ermittelt, ob Schaden verursacht wird oder nicht. Kann also je nachdem schon ein bisschen hin und her schwingen, was den Schadensoutput im Spiel betrifft. Aber muss man auch ganz klar sagen, es handelt sich hier bei Freebooters Fate ja doch eher um ein Bier- und Brezel-Tabletop-Spiel und genauso würde ich das Ganze auch behandeln und das finde ich an diesem Spielsystem auch extrem gut. Wo wir nun schon bei Aktionen gewesen sind, bleiben wir hier noch ganz kurz. Wir haben vorhin schon gesagt, wir können oder beziehungsweise wir aktivieren abwechselnd unsere Figuren. Zuerst sind wir dran mit einer Figur, dann der andere Spieler, dann wieder wir, bis in einer Runde alle Figuren aktiviert worden sind und dann beginnt die nächste Runde. Dabei ist es jetzt so, dass generell jede Figur 2 Aktivierungen hat, die für unterschiedliche Dinge ausgegeben werden können. Zum Beispiel Bewegen wäre eine Aktion, Schießen wäre eine Aktion, aber zum Beispiel auch Schwarzpulverwaffen haben Munition, die verbraucht wird während des Spiels. Und es wäre zum Beispiel auch eine Aktion, diese nachzuladen, um dann später wieder damit feuern zu können. Dabei hat jede Figur 2 Aktionen pro Aktivierung. Wenn wir wieder unser Beispiel mit unseren beiden Figuren hernehmen, würde das bedeuten, der Spieler der Piraten wäre an der Reihe, würde die Lady aktivieren, sagt das an. Da aktuell die Lady noch außer Sicht steht, würde sie sich mit ihrer ersten Aktion entscheiden, hier hervorzukommen, um über die Deckung hinwegzusehen auf die Amazone. Das müssen wir in diesem Fall nicht messen, da die Lady eben eine Bewegung von 5,10 hat, was in Zentimetern hier angegeben ist, also auch ein Spiel, das nicht in Zoll, sondern in Zentimetern gemessen wird. Ansonsten müsste man eben diese Entfernung abmessen, weil man sich maximal die 10 Zentimetern weit bewegen kann mit einer Aktion Bewegung und da anschließend die zweite Aktion hätten wir dann ausgegeben, um unseren Schuss von vorhin durchzuführen und damit wäre die Aktivierung der Piratenfigur beendet. Sie hätte beide Aktionen durchgeführt und der Spieler auf der gegenüberliegenden Seite könnte nun seinerseits eine Figur aktivieren und hätte dann wieder 2 Aktionen mit dieser Figur zur Verfügung. Da gibt es natürlich dann auch ein paar Ausnahmen, zum Beispiel Anführerfiguren können hier auch teilweise Befehle geben, weil es einer anderen Figur ermöglicht mit dieser Aktion dann ihrerseits etwas zu machen und eben nicht das Modell, das eigentlich aktiviert worden ist. Das sind aber dann wieder etwas weiterführende Detailregeln, die wir uns vielleicht mal in einem weiterführenden Video dann betrachten werden. Wo wir hier jetzt schon beim Thema Anführer waren, der nächste Punkt im Spiel: Wie kann man eigentlich eine Armee zusammenstellen oder wie wird grundsätzlich so eine Armee zusammengestellt? Im Detail schauen wir uns das auch später mal an, aber mal grundsätzlich, ihr habt immer und braucht immer am Anfang eine Anführerfigur. Hier im Fall der Piraten haben wir Rubio, der unsere Mannschaft anführt, und dann ist es in den meisten Fällen so, ihr braucht dann eine Gefolgefigur, das sind quasi die schwächsten Figuren unter Anführungszeichen im Spiel, normale Standardgefolge, und für jedes Gefolge, das ihr anschließend mitnehmt, könnt ihr dann einen Spezialisten mitnehmen, wie zum Beispiel hier diese Figur. Wenn wir dann weiter aufbauen, müssen wir wieder eine Gefolgefigur mitnehmen und können ab diesem Zeitpunkt wieder
eine Spezialistenfigur mit einpacken, bis wir dann unsere Maximalpunktegröße erreicht haben. Standardspielgröße wäre eben 500 Dublonen. Dort gibt es jetzt natürlich auch die ein oder andere Ausnahme, denn nicht jede Mannschaft funktioniert hier genau gleich, was den Armeeaufbau betrifft, sondern da gibt es dann durchaus Unterschiede. Zum Beispiel hier unsere Figuren auf der rechten Seite, das wären Söldnerfiguren. Das hat man hier vielleicht gesehen, als wir uns die Karte angesehen haben. Bei Tladoli steht Söldnerin dabei, wohingegen bei der Lady hier Spezialistin dabei steht und hier eben jeweils das Symbol, zu welcher Mannschaft sie gehört. Hier Piraten und das wären eben die Söldner. Grundsätzlich diese Söldnerfiguren können einerseits in bestehenden Mannschaften verwendet werden, als quasi, wie der Name schon vermuten lässt, Söldner. Da steht auch zum Beispiel bei Tladoli auf der Rückseite Söldnerin. Tladoli kämpft nur für die Amazonen, den Kult oder die Piraten. Das heißt, man könnte als Piratenspieler nicht nur gegen Tladoli spielen, sondern sich selbst auch in die Mannschaft mit aufnehmen. Statt eben einer regulären Spezialistenfigur. Und dann gibt es noch die zweite Möglichkeit, hier die Söldner zu spielen, eben als eigenständige Fraktion. Das wäre so eine Ausnahme, wo wir eben dann keine Anführer bzw. keine Gefolgefiguren dabei haben, da es sich bei den Söldnern durchgängig um Charaktermodelle, also sozusagen auch Spezialisten handelt. Also hat man hier dann eine sehr elitäre Mannschaft, was sich auch dorthin gehend auswirkt, dass man weniger Figuren meistens dabei hat als der Gegenspieler, dafür die Einzelfiguren aber auch stärker sind. Eine Form von Karten, die ich noch besonders hervorheben möchte, sind Ereigniskarten. Davon gibt es eine ganze Menge im Spiel. Die können das Spiel beeinflussen auf teilweise interessante Art und Weise. Zum Beispiel hier schlapp machen. Ein Charakter erleidet auf eine Nahkampfattacke einen Malus von -2 Stärke. Beeinflusst also hier diese Stärkewerte hier aus unserem Profil. Und das sind Karten, die man im Verlauf einer Partie bekommt und dann eben spielen kann. Quasi so als Zusatzkarten während des Spiels einfach reinwerfen. Und jetzt ist aber die Frage, wie kommen wir zu diesen Karten? Grundsätzlich haben wir gesehen, wir haben diese Schicksalskarten mit den Zahlenwerten und mit den Symbolen, wie hier einer Pistole oder eben auch Voodoo-Puppe zum Beispiel. Jetzt ist es aber so, natürlich, es ist immer besser hier möglichst hohe Karten in den meisten Fällen zu ziehen. Aber es gibt natürlich auch Einsen und Zweien und auf denen ist hier eine Schatzkarte mit aufgedruckt. Das bedeutet ganz einfach im Spiel, sollte ich bei einer Schadensermittlung, wie wir sie vorhin im Beispiel hatten, oder irgendeiner ähnlichen anderen Aktion, wo ich so eine Schicksalskarte ziehen muss, eine 1 oder 2 aufdecken für meine Karte, dann kann ich mir von diesem Ereigniskartendeck die oberste Karte herunterziehen. Auch die verwenden wieder beide Spieler. Kann mir die Karte dann anschauen, was ich hier gezogen habe. Und diese Karte ist dann aber verdeckt, also da weiß mein Gegner maximal, wie viele von diesen Ereigniskarten ich habe, aber nicht welche. Und die lassen sich dann an verschiedenster Stelle eben im Spiel einsetzen. Dadurch lässt sich, wie wir vorhin gesehen haben bei der einen Karte zum Beispiel, die Stärke der gegnerischen Figur verringern. Kann man zum Beispiel spielen, wenn der Gegner mit einer seiner Figuren eine Nahkampfattacke angesagt hat, dann könnte man diese Karte ausspielen und somit wird die Attacke des Gegners um 2 schwächer. Dann gäbe es natürlich noch die einzelnen Lore-Karten, wo quasi die Magie, die Zaubersprüche, die Lores aufgedruckt sind. Ist nur dann relevant, wenn man auch Lores spielt, beziehungsweise einen Charakter, einen Mystiker spielt, der sowas überhaupt verwenden kann.
habe ich tatsächlich noch gar nicht so häufig gesehen, noch gar nie gegen mich, aber ich habe es schon ein paar Mal eingesetzt. Und natürlich ist es jetzt so, wenn man eine Liste zusammenstellt, kann es jetzt natürlich vorkommen bei 500 Dublonen, dass der ein oder andere Punkt übrig bleibt. Und um dort auch auffüllen zu können, gibt es dann noch Ausrüstungskarten, die man hier ebenfalls hat. Ja, damit kann man seinen Charakteren dann noch das eine oder andere dazugeben. So kann ein Charakter zum Beispiel eine Pistole bekommen, die er einmal im Spiel einsetzen kann und kann somit zumindest einmal im Spiel schießen, wohingegen er sonst überhaupt keine Fernkampfwaffe zum Beispiel hätte. Und so gibt es eine ganze Reihe von unterschiedlichen Ausrüstungskarten. Das war jetzt eine ganze Menge an Inhalt, daher werde ich hier mal sagen, sind wir am Ende mit dieser Erklärung. Wie gesagt, wenn euch das Ganze gefällt, überlegt es euch zu abonnieren, beziehungsweise vor allem in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendetwas Besonderes an Frage habt oder ein Thema euch besonders interessiert. Dann kann man überlegen, das Ganze als Video zu machen oder eben in den Fragen unten zu beantworten, in den Kommentaren. Ich werde euch hier jetzt noch ein weiterführendes Video verlinken, das ich jetzt vor einer ganzen Weile schon gemacht habe, wo ich euch gezeigt habe, was brauche ich überhaupt an Material, um mit Freebooters Fate anzufangen. Wenn man hier die Grundlagen jetzt heute gesehen hat, ist das Ganze als nächstes vielleicht ganz spannend, wenn man hier jetzt ins Spielsystem überlegt einzusteigen.